Grundfrequenz ist einfach, sei du. Schmeiß die Hypnosecodes raus, sei du, werde ganz zu dir, unabhängig von diesen vielen Einflüssen. Mach diese Inkarnation vielleicht zur Schlüsselinkarnation, indem dass du viel in Wissen und Weisheit bringst. Ja, Und ja, lebe dich. Und hier steht einfach drauf, auf diesem Chart mit diesen Kästchen und diesem ganzen Hieroglyphenzeug, du bist gut, liebe ja, dich. ja, Und das ist eigentlich eine sehr schöne Botschaft. Nicht eigentlich, es ist eine sehr schöne Botschaft. absolut. Ich finde auch wenn ich immer sage, jeder ist ein Individuum und jeder befindet sich immer in seiner ganz eigenen Energie und aus seiner eigenen Energie heraus manifestiert jeder seine Welt, jede Seele ihre Welt und das Erfahrungsspektrum. Aber trotzdem sind wir alle miteinander verbunden und verstrickt. Und man kann sich auch teilweise vorstellen, dass so eine Inkarnation, eine große Firma ist. Und in einer großen Firma gibt es immer wieder Stellen, Positionen und die Individuen, Mhm. die die Codes haben, diese Stellen zu besetzen, inkarnieren dann. Und fast kann man so ein bisschen ganz, ganz grob geschnitzt sagen, das Human Design ist fast so ein bisschen so, hier gibt's einen kosmischen Slot und das ist die Position, die wir brauchen und eine Seele antwortet und inkarniert dort rein und wird ein Projektor oder ein Reflektor oder ein Genau, Generator mit das den ist und es. den Toren. Und letzten Endes brauchen aber all die anderen diese eine Person, wie eine Firma, Mhm. diese eine Person braucht, die diese Stelle besetzt mit den Codes, diese Arbeit zu tun. Und so finde ich, ist das dann wieder so eine wunderschöne kosmische Harmonie, dass hier, sag ich mal, sich Tore öffnen für eine Inkarnation, die kosmisch supported sind, individuell zu sein und eine Seele sagt, ja, ey, ich hab Bock auf diese Stelle, ich will das unbedingt Mhm. machen, ich will diese Position haben und dann genau da inkarniert, quer durch Zeit und Raum und dann alle miteinander wie ein Zahnrad beginnen, für das Große und Ganze zu existieren. Und das Große und Ganze ist letzten Endes nicht nur der Shift oder nur die eigene Erfahrung, sondern es ist die Erfahrung von allem, was wir sind. Und während der eine das erfährt und der andere hier erfährt, ist es doch so, dass wir einen Erfahrungsmehrwert haben von dem, Mhm. was diese Person hier erfährt, die ich nicht sehe. Aber trotzdem habe ich Informationen in mir, weil durch das morphogenetische Feld, und wir sind immer noch eine Menschheit und auf der Erde, aber es gibt noch mehr Menschheit außerhalb der Erde. Auch das wirkt noch zusammen mit uns. Wir sind alle miteinander verbunden, wie ein riesiges, riesiges Netzwerk. Und so ist doch schön zu wissen, dass letzten Endes das Human Design einem auch einfach Bestätigung geben kann, dass du genau dort, wo du bist, richtig bist. Und dass es keine Fehlinformation ist, dass der keiner Fehler gemacht hat im Inkarnationszyklus und selbst die Seele, die hier inkarniert ist, keinen Fehler gemacht haben kann. Weil manche sagen, ja, ich bin durch Zufall hier gelandet, ich gehöre hier nicht her, IT nach Hause telefonieren oder meine Mama ist schuld, dass ich hier bin, was auch Nein, immer. das ist so, genau, das hast du so wundervoll zusammengefasst. Und wenn wir dann nicht wir selbst sind, weil wir voll sind mit irgendwelchen Konditionierungen, Ja, irgendwelchen Hypnosecodes, dann verzerrt es die gesamte Energie und dann sitzen die Einzelnen nicht auf ihrem Platz. Das heißt, die Zahnräder laufen nicht flüssig und die eigenen Zahnräder im eigenen Leben auch nicht. Deswegen, jeder ist perfekt, so wie er in Wirklichkeit wahrhaftig ist, sozusagen. Und da geht's halt den Weg hin. In dem Human Design sagt man der Dekonditionierung. Das heißt, alle die Codes, die auferlegt sind, die nicht dazugehören oder die nicht so dienlich sind, die dürfen ja integriert werden. ja. Also kann man sagen, 27 ist die Ernte von den letzten 7 Jahren. Wenn wir es draus machen. Ja, Wenn wir, also bestimmt für viele, die sich schon immer gefühlt haben wie ein E.T. Und vielleicht auch für manche, die davon nicht loslassen können, nicht, weil die einfach in diesen alten Verstrickungen noch bleiben und dann könnte es sehr zäh werden, könnte ich mir vorstellen und auch eher ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. ja, wie immer, wenn Widerstand da Ja, ist, Widerstand ist Magnetismus. Sage ich immer wieder in den ja, ganzen genau. Kursen. Wenn ihr Widerstand habt, dann sagt ihr eigentlich nichts anderes als, ich hätte gern noch mehr davon. Das ist, das ist einfach so. Und letzten Endes ist jeder ja souverän und man findet ja immer die Resonanz mit seiner Realität. Immer. Nämlich das, Mhm, was ich erlebe und lebe, das ist die Resonanz meiner Realität. genau. Also im Grunde, ähm, ja, ist immer alles gut in aller Kreation. Total, total ist es. Ja.
Ja, ich danke dir, liebe Nathalie, für das super Ja, interessante gerne. Gespräch. Und ihr lieben Communities, die jetzt hier zuhören, schaut gerne mal vorbei bei Nathalie. Sie macht wirklich das Human Design sehr, sehr schön mit einem wunderschönen Sprinkle of Magic. Und ich finde es schön einfach, dass du die Leute auch immer wieder unterstützt, in das Self-Empowerment, in die Selbstermächtigung zu gehen und zu sagen, ja, ich schaffe das. Und das ist der Grund, weshalb ich dich eingeladen habe, weil ich einfach finde, dass du das ganz, ganz zauberhaft und großartig machst. Und ich danke dir für die Einblicke und das interessante Gespräch. Und wenn es euch auch gefallen hat, liebe Community, dann ja, lasst uns wissen, teilt in den Kommentaren und wenn ihr möchtet, lasst natürlich auch mal bei Nathalie. Natürlich findet ihr alle Infos in der Box unten auf der Seite. Findet ihr auch den Weg zu Nathalie und dann lasst ihr auch ein kleines bisschen Liebe da. Das wäre sehr, sehr schön. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Danke, liebe Nathalie. Möchtest du noch was Danke in die dir. Community mitgeben, so zum Abschluss, bevor wir rausgehen? Ja, ich glaube, dass die Community von dir, oder ich bin mir sicher, dass die Community von dir genau diese Informationen erhält, die jetzt wichtig sind. Also wenn der Blick ist Human Design wichtig, also wenn man da drauf gucken möchte. Und es geht zum Schluss nur darum, du bist perfekt, wie du bist. Schalte alles frei, lass alles raus, was nicht dazu gehört, verkörper dich, sprech nichts nach. Lauf nicht allem hinterher, fühl mit deinem Herzen, mit deiner inneren Autorität, was für dich stimmt und kreier damit die Fülle auch im Außen. Und ich bin wirklich diesen Weg gegangen und das funktioniert. Ja, Was soll ich dir sagen? Es funktioniert. ja, ja. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht so dunkel geworden, weil Oh, ich. das ist okay. Das ist okay. Bei mir ist auch dunkel geworden. Das ist einfach der Tageszyklus. Man kann nicht die ganze Zeit Licht haben, außer man geht nach Island zu dieser Zeit. Ja, Dann. genau. Ja. Ich danke dir, Lea. Ich danke dir, das hast du super schön gesagt. Und Fülle, auch für die, die jetzt das allererste Mal vielleicht uns zugehört haben, Fülle hat nicht immer unbedingt nur was mit Geld zu tun, sondern Fülle hat was mit Reichtum zu tun. Und reich kann ich sein an Erfahrungen und an, wenn meine Perspektive in Fülle getaucht ist und in Reichtum und Richness of Life, ja, Reichhaltigkeit des Lebens eingetaucht ist, dann kommt auch die finanzielle Unterstützung immer Hand in Hand. Und ich glaube, das ist auch besonders das, was du meintest, Nathalie, ne? Die Mhm. Fülle einfach, die Schönheit wiederzufinden und von allem durchdrungen zu sein und sich verbunden zu fühlen mit allem, was da ist und einfach zu wissen, finanzieller Support ist immer da, dann, wenn ich ihn brauche, in dem Ausmaß, wie ich ihn brauche. Aber wahren Reichtum finde ich immer nur in mir und in meiner ganz eigenen Perspektive. Und ich kann keinen Cent auf dem Bankkonto haben und der reichste Mensch der Welt sein, wenn Mhm. mein Herz offen Mhm. ist. Mhm. Definitiv. Wundervoll. Ich danke dir, Nathalie, und ich wünsche dir alles Gute und auch euch da Dankeschön. draußen alles Gute. Und wir werden uns wiedersehen und Ja, vielleicht auch ein weiteres Gespräch mit ja. Nathalie. Lasst uns mal wissen, wie es euch gefallen hat. Also bis dann, alles Liebe und Tschüss. bis bald.